So, da bin ich auch schon wieder. Und ja, der Sound war eigentlich absolut in Ordnung, so wie ich es finde jetzt. Machen wir also weiter mit der nächsten Mission. Die Suche nach Urash. Also ich sag Urash, nicht Urai. Protoss-Flotte im Orbit um den Planeten Braxis. Nun denn, Kerrigan. So erklärt, was euch zu uns führt. Was sind das für Neuigkeiten, die ihr uns bringen wollt? Auf Char wächst ein neuer Overmind heran. Unmöglich! Warum sollten wir ein Wort von dem glauben, was ihr uns zu sagen habt? Weil ich nicht mehr die blinde Mörderin bin, gegen die du auf Char gekämpft hast, Zeratul. Der Overmind ist tot. Welche üble Macht er auch immer über mich hatte, sie ist damit gebrochen. Ich weiß, das alles zu begreifen ist viel verlangt. Aber du musst mir glauben. Hier steht mehr auf dem Spiel als... Sie ist verdorben bis ins Mark. Ich jedenfalls höre mir das nicht mehr länger an. Schweigt, Judikator. Sprecht weiter, Kerrigan. Wie es scheint, haben sich zahlreiche der abtrünnigen Zerebraten, die unter dem Kommando von Dagot stehen, zu einem neuen Overmind vereinigt. Glücklicherweise befindet sich die Kreatur jedoch noch in ihrem Embryonalstadium. Sie kann den Schwarm noch nicht kontrollieren, aber Dagot und die anderen haben noch immer die Kontrolle über die meisten der Bruten. Die beiden Zerebraten, die ihr hier getötet habt, gehörten zu Dagots Streitkräften. Ich brauche euch wohl nicht zu sagen, was passiert, wenn dieses Ding ausgewachsen ist. Ich garantiere euch, sollte es erwachen, wird es wieder völlig die Kontrolle über mich übernehmen. Genauso wie es das schon einmal getan hat. Ich will nicht, dass das passiert. Und ich bin ziemlich sicher, dass ihr das auch nicht wollt. Selbst wenn es wahr sein sollte, was ihr sagt, so geht es uns vor allem um die Rettung dieser Welt und nicht um einen Angriff auf den neuen Overmind. Wir müssen die Kristalle Urai und Kalis finden, bevor wir alle vernichtet werden. Dann helfe ich euch bei eurer Suche. Wenn ihr die abtrünnigen Zerg besiegen könnt, die sich hier versammelt haben, schwächt das die Macht von Dagot und seinesgleichen. Meine Kinder, ihr müsst eure Ängste und Vorbehalte beiseite schieben. Nur so könnt ihr tun, was getan werden muss. Kerrigan wird euch jetzt erst einmal bei euren Bemühungen zur Seite stehen. Obwohl sie einst eure Feindin war, sollten wir uns jetzt damit zufrieden geben, dass wir das gleiche Ziel verfolgen. Gebt ihr Zeit und eine Chance. Möglicherweise wird sie dann zu einer wertvollen Verbündeten für euch werden. Im Moment jedoch müsst ihr euch zunächst einmal auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Sucht auf dem Planeten Praxis nach Urai und lasst euch durch nichts davon abhalten, den Kristall zurückzubringen. Wir werden alles tun, was ihr verlangt, Matriarchin. Aber ihr könnt nicht von uns verlangen, Kerrigan ihre Verbrechen gegen unsere Rasse zu vergeben. Exekutor, bereitet unsere Streitkräfte vor. Wir werden zum Planeten Praxis aufbrechen, noch bevor der Mond wieder aufgeht. Neuer Overmind. Um Gottes Willen. Das wäre nochmal ein zweites Mal die 10. Protoss-Mission. Nur dass wir diesmal keinen Taster da haben, der sich opfert, um den Overmind zu vernichten. Super. Und um Gottes Willen, hat die Dagos gesagt? Ich glaube, bereits im Original StarCraft hat man ihn Dagoth genannt. Und nicht Dagot. Oder Dagos. Dagoth. Bla. Das ist ja grausam. Bringt Kerrigan zum Urai-Kristall oder Urash. Und Kerrigan muss überleben. Ja, jetzt haben wir ja hier Kerrigan, um Gottes Willen. Krieger bekämpfen
etwas, Zeratul. Warum hat dein Volk diesen Terranern einen solch heiligen Kristall einfach so überlassen? Das hat es auch gar nicht getan. Vor langer Zeit war diese Welt eine Kolonie der Protoss. Sie wurde Pyrador genannt. Als der Streit zwischen unseren Stämmen sich immer mehr verschärfte, wurde dieser Planet und mit ihm der Urei-Kristall verlassen. Die Terraner sind erst kürzlich hierher gekommen. So. Und während die hier oben mit dem Aufbau der Basis beschäftigt sind, gehe ich doch zugleich mal mit Kerrigan los. Ihre Tarnfähigkeiten sind jetzt schon von verdammt großem Wert. Schon unterwegs. So, dann wollen wir mal hier oben. Hey, hier geblieben. Schon unterwegs. In Ordnung. Schon unterwegs. Ah. Was ist jetzt wieder los? Schon unterwegs. So, BBS verklappen. In Ordnung. Was ist jetzt wieder los? Ah. Ich hau die eigentlich nur so weit runter, bis die Gebäude anfangen zu brennen. Also bis sie im roten Bereich sind. Exekutor, wir haben ein Problem. Unsere Warp-Matrix wurde während des Transits beschädigt. Aufgrund der starken Beschädigungen können wir keine Sternentore mehr hierher warpen. Die Stargates, super. Was ist jetzt wieder los? Keine Lufteinheiten oder so. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, schon unterwegs. So, weiter runterhauen. Wir wollen quasi diesen Vorposten hier schon mal dem Erdboden gleich machen. Was ist jetzt wieder los? Ich höre. Ja. Schon unterwegs. So, hauen wir mal hier die Bunker noch runter. Schon unterwegs. Ja, kriegen wir hin. Ich höre. Ein waghalsiger Zug. Ja. Ein Was? waghalsiger Zug. Ja. So, Kaserne runterhauen wieder. Was ist jetzt wieder los? Ich muss die Energie genau abpassen. Was ist jetzt wieder los? Schon unterwegs. So, wollen wir die beiden Bunker jedoch auch gleich noch im Erdboden gleich machen. Was ist jetzt wieder los? Ich höre. Was ist jetzt wieder los? Ja. Das sollte ausreichen. Waghalsiger Zug. Sollen das zentrale dürfte abgefackelt sein? In Ja, Ordnung. sehr schön. Ein waghalsiger Zug. Was ist jetzt wieder los? So, wir müssen auch gleich mit Kerrigan verschwinden. Noch ein Schlag. So, In Ordnung. das reicht schon. Was ist jetzt wieder los? Ein waghalsiger Zug. So, und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. In Ordnung. Schon unterwegs. So, hat genau gereicht. Ein waghalsiger Zug. So, jetzt brauchen wir erstmal. Jetzt müssen wir hier erstmal uns aufbauen.
Am besten hier noch ein Pylon. Ihr habt nicht genügend. So, noch mehr Sonden. Und wir haben hier oben eine Choke. Mit Choke bezeichnet man halt immer diese Rampen. Und die müsste ich auch noch dicht machen. Weil ich halt ungern welche, die hier direkt bei meinen Sonnen reinkommen. Das heißt, ich bräuchte bald eine Schmiede, damit ich hier hinten ein paar Photonkanonen aufstellen kann. So, aber wenigstens hier ist schon mal aufgeräumt. Hier kann ich bald auch eine Expansion aufbauen. Beziehungsweise, ach ja, habe ich letztens gesagt, habe ich in der zweiten Mission gesagt, dass es 2 neue Terrains gibt? Pardon, es gibt 3 neue Terrains. Einmal halt Zwielicht, dann Winter, die Winterlandschaften und die dritte, die sehen wir, glaube ich, erst in der Terraner-Kampagne. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, das in der Terraner-Kampagne. So. So, eine Schmiede brauchen wir dann. Und noch ein paar Sonden zum Vestingas abbauen. Zum Vestingas schnüffeln. So, Kerrigan füllt hier gut ihre Energie wieder auf. Dann kann ich hier bald eventuell doch nochmal runter, ein bisschen Unruhe stiften. So, aber jetzt bauen wir hier erstmal Photonkanonen. Die sind jetzt erstmal wichtig. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Noch ein bisschen. So. Okay, wir brauchen eine 4. Sonde. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist verdammt knapp. Warte mal. Die Kanone ersetzen wir mal durch eine neue. Aber ich sagte doch, da hinten kommen die noch. So, wollen wir mal mit den Plasmaschilden anfangen. In der Zwischenzeit kann ich schon mal eine zweite Schmiede bauen. Ja, so, da. Und ein... Ich baue hier unten am besten auch noch mal ein paar Photonkanonen. Einfach zur Sicherheit. Was ist jetzt wieder los? So, mit den Einheiten könnte ich eigentlich jetzt schon mal hier unten den Rest aufräumen. Allerdings, ich traue mich noch nicht.
Wenn ich das offen zugeben muss. So, du kannst mal die Bodenwaffen forschen. So. Wir brauchen mehr Mineralien, wir brauchen mehr Mineralien. Das hatte ich schon mal gesungen. Ich erinnere mich. So. Du seist nun erlöst, darfst weiter sammeln gehen. Ja. Ja. Was ist jetzt wieder los? Was ist jetzt wieder los? Ein waghalsiger Zug. A bold move. Schon unterwegs. Lalalala. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wie gehe ich vor? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Okay, wohin ich gehe, weiß ich ja schon. Hier unten hin, zu diesem Signalgeber. Da ist nämlich der Urasch. Mems. Was ist jetzt wieder los? Ja komm, gehen wir schon mal los. Gehen wir runter. Ein waghalsiger Zug. Ein waghalsiger Zug. Wieso mache ich immer ein auf Russe? I don't know. Ja. Und weiß schon mal die Warp-Tore, die Warp-Knoten. Ah, komm schon hier runter. Meine Fresse, Kollege. So. Gut. So, mache ich einfach jetzt 1, 2, 3. So, den einzelnen mal hier ein bisschen näher ran. Ich höre. Und, ach man, Skype, verschwinde bitte. Danke. Ein waghalsiger Zug. So, hier drüben noch, stehen hier drüben noch welche? Ne, ich glaube, das war's. Gut, positioniert euch mal da drüben. Dann werden wir hier unten nämlich auch gleich eine Expansion aufbauen. Ja. So, da kommt der Nexus hin. Ich habe jetzt schon ziemlich heftig viele Ressourcen. Also perfekt, um hier noch ein bisschen was aufzubauen. So. BP für P für Pylon, B für Build oder Building. Oh oh. Wie könnt ihr es wagen?
Wir sehen uns in der Hölle. So, ein paar Photonkanonen fertig, Mann. Ja. Ich höre. So. Gleich. Ob ich diesen Bunker sogar von hier unten aus abschließen kann. Oh. Etwas, was ich schon lange nicht mehr gehört habe. Dass ich nicht mal genügend Mineralien habe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, ihr baut jetzt auch ab. Ja. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Bin ich mal gespannt. Vielleicht nach und nach so ein klein wenig vorgerückt. Wenn ich mal so dran denke, wie viel Mineralien ich jetzt allein nur in diese ganzen Hundkanonen gesteckt habe. Ach du Schande. So, wollen wir aber auch mal ein kleines wenig Streitmacht vorbereiten. Das werde ich hier diese Fläche nutzen für Warp-Knoten. Es funktioniert tatsächlich. Es funktioniert tatsächlich. Wunderschön. No chance, my friend. So, BP. Hier kommt noch ein Pylon hin. Oder da noch ein Pylon hin. Wir werden angegriffen. Da noch ein Pylon. So, dann auf, du junger Wandersmann. Du bist Pingas erschöpft. Okay. Ich brauche jetzt mal einen Cybernetics Core. Da kommt mal hier unten hin. Weil ich möchte auf das Templer-Archiv wieder zugreifen. So, ihr geht fürs Pingas sammeln.
So, die Zitadelle von Adun, wie kommen wir da hoch? Und direkt danach baue ich noch das Templerarchiv. Und dann ja, bin ich erstmal vorbereitet. Wisst ihr was? Ihr könnt mal hier rumkommen. Um das Ding da drüben mal einzuäschern. Kommst du hier vorbei, Kumpel? Oh, er kommt vorbei. Wow. I'm so evil. I'm so evil. You can't do anything to me. So, und das Templerarchiv. So, dann kann ich mich anschließend auch gleich die nächsten Upgrades raushauen. Hey, ich mache das lieber parallel und so. Und dann kann ich auch mit dem Bau meiner Einheiten anfangen. Juhu! Weißt du was? Ich mache mal einfach just for fun noch ein paar Dragoner dazu. Einfach weil ich das kann. Ich müsste heute mal wieder einkaufen gehen. Kühlschrank ist leer. Ich habe Hunger. Verwendet mich. Überhaupt heute, weil Samstag und morgen ist überhaupt nichts mit einkaufen. Also. So. Waffen- und Plasmaschilder-Upgrades wieder. Ich bin zurückgekehrt. Hol ich die Singularitätsladung auch noch raus. Mit Olaf. Aber jetzt kommt eigentlich meine eigentliche Streitmacht. Wir werden angegriffen. Bestätigt. Lager zu. Initialisiere. Jetzt kommt meine eigentliche Streitmacht. So. Dunkle Templer. Und zwar von jeder Menge. Übertrage. So, euch packe ich auch mal auf die 2. Ihr werdet viel Spaß miteinander haben. Serashgulida. Das, wisst ihr, was ich immer stattdessen verstanden habe? Gerhard Schröder. Und nicht Serashgulida. Gerhard Schröder. Das fand ich immer irgendwie lustig. So Gerhard Schröder. Die kennen halt unseren alten Bundeskanzler. Der Steuern erhöhen will. Ich erhöhe euch die Steuern. Ja. So, und gleich ist meine Scheibe fertig. Ja, fettig, nicht fertig, fettig. Und dann... Ach, ich mache noch ein paar auf Reserve. Quatsch. So. So, achso, das sind noch die 1-1er Upgrades, die wir momentan haben. So soll es sein. Nimmer. So soll es sein. Nur gut. Gut. Für Ayur. Nimmer. So soll es sein. Nur gut. Ja, mit den 1-1 Upgrades dauert es doch etwas länger.
So soll es sein. Ja. So, zack. Ihr kommt auf die 1, wie gesagt. Und dann kommt ihr mal hier hoch. So, ihr seid die Reserve. So soll es sein. Eure Krieger bekämpfen den Irraskulium. Gut. Oder auch nicht. So, 2 Zweier-Upgrades sind fertig. Dann gehen wir die 3er-Upgrades schon mal in Auftrag, aber ich weiß nicht, ob sie fertig sind, ehe wir die Mission abgeschlossen haben. So, dann geht's nämlich jetzt erst richtig los. Warte mal, ich schicke euch mal dunkle Templer mal vor. Weil getarnt eben. Ich warte. Nimmer. So soll es sein. Wir werden angegriffen. Zack. Hauen wir die Fabrik weg. Ich bin so interessiert. So soll es sein. Zack. Gut. Genau. Nun gut. Schleichen wir uns mal hier unten lang. So soll es sein. So, warten. So, denn ihr sollt jetzt erstmal für Aufregung sorgen. Ihr sollt für Unruhe sorgen. Ihr lenkt ab. Eure Gedanken. Terrasculio. Terrasculida. Draußen. Ich warte. Terrasculida. Eure Krieger bekämpfen die Verschwörungswissenschaften. Gut, zack. Auf, meine Freunde. Sorgt für Unfrieden. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Gut. Alles fertig. Kerrigan können wir schon mal hier runterschicken. Ja, ist gewonnen. Ist gebongt. Wir werden angegriffen. Was ist jetzt wieder los? Und fertig. Der Kristall ist hier, Jungs. Schickt eine Sonde hin, um ihn einzusammeln. Dann ist unsere Arbeit hier beendet. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Kerrigan. Es scheint mehr in euch zu stecken, als der erste Eindruck vermuten lässt. Vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Bei dem, was du erlebt hast, kann ich dir das nicht übel nehmen. Los, erledigen wir unseren Job. Ne, ich finde die deutsche Übersetzung immer noch scheiße, ganz ehrlich. Na gut.
Und falls ihr euch wundert, hat er nicht gesagt, die BroodWar sei verdammt schwer? Keine Sorge, das kommt noch. Das kommt noch. Spätestens, also sagen wir so, die ersten 2 Kampagnen habe ich keine Probleme. Aber spätestens ab der Kampagne werde ich heftige Probleme bekommen. Heftige Probleme. Insbesondere in den letzten 3 Missionen. Die letzten 3 Missionen sind einfach nur so grausam. Ich erinnere mich so gut wie gar nicht mehr daran. Also, erstmal wieder der Score-Screen. Bam, badam, badadam, bam, 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 badadam, 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 bam, badadam, 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 bam. So, ja, Ressourcen. Hatte ich kaum welche gesammelt. Na gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Mission wieder. Bis dahin. Ciao. Now then, Kerrigan. Perhaps you had best explain yourself. What is this news you've come to give? There is a new overmind growing on Char. What? Impossible. Why should we believe anything you have to say? Because, Zeratul, I'm no longer the mindless murderess whom you fought on Char. The overmind is dead. Whatever warped control it once had over me is gone. I know that this is a lot to take in all at once, but you've got to believe me. There's more at stake. She lies. She is infested to the core. I, for one, will not listen to any of this. Silence, Judicator. Continue, Kerrigan. Apparently, many of the renegade Cerebrats, commanded by Dagoth, have merged into a new overmind. Fortunately, the creature is still in its infant stages. It can't control the swarm yet, but Dagoth and the others still have control over most of the broods. The 2 Cerebrats you killed here were part of Dagoth's forces. Look, I don't need to tell you all what might happen if that thing reaches maturity. I can guarantee you that should it awaken, it'll take full control of me, just like it did before. I don't want that to happen, and I'm pretty sure you don't want it to happen either. Even if what you say is true, our priority is to save this world, not assault the new overmind. We must find the crystals Urash and Kalis before we are all vanquished. Then I'll help you with your search. If you can defeat the renegade Zerg gathered here, it'll weaken the efforts of Dagoth and his ilk. My children, you must put aside your fears and misgivings to accomplish what must be done. For the time being, Kerrigan will assist you in your endeavors. Though she has been your enemy, it is enough that we share the same agenda now. Allow her time enough to prove herself to you, and you may find her to be a valued ally. For now, you must focus on the task at hand. Search for the Urash on the planet Braxis, and let nothing stop you from recovering it. We will do what you ask, Matriarch. But you cannot expect us to forgive Kerrigan's crimes against our race. Executor, prepare our forces. We shall debark for the planet Braxis before the next moonrise. Not enough noodles. I am Explain something to me, Zeratul. Why would your people leave such a secret crystal in the hands of these Terrans? We didn't. Long ago, this world was a Protoss colony called Kirador. When the strife between our tribes escalated, this planet and the Urash crystal were abandoned. These Terrans have come here only recently. Commencing. Executor, we have a problem.
Our warp matrix was damaged during transit. Because of the extensive damage, we will be unable to warp in stargates to this location. What is it now? All right. Yes. Make use of it. All right. I'm listening. Yes. I'm listening. Crystal's here, boys. Send in a probe to gather it up, and our work here is done. You have done well, Kerrigan. There's more to you than it seems. Perhaps I have misjudged you. Given our history, I can't say I blame you. Let's just get the job done.